Shalom, with the Hebrew Israelites out here in the streets again, proclaiming the truth. First and foremost, I want to give all praise, glory, and honor to Yahweh, Ba'ashem, Yahushai, Ba'ashem Kakadash. Ba'ashem Kakadash. We got the brother from Holland out here. We want to give double honors. Shalom. We want to give double honors to the elders Apostle Millstone, who taught us the truth. Peace and blessings to hopeful elect. Our brothers out there pushing the truth with diligence and sincerity, and to the elect that is spread and poor, man. Another day out here in the highways and hedges to teach. And we're going to switch to the German tongue, try to fight the German people a little bit more. Get started with this. It's the second Ezra, chapter 50, verse 1. Behold, speak thou in the ears of my people the words of prophecy. So, also sagt Esdras, Yahweh sagt zu Esdras, wir sollen das Wort von Prophezeiung in den Ohren von den Israeliten sprechen, zu unseren Leuten. Behold, speak thou in the ears of my people the words of prophecy, which I will put in thy mouth, said the Lord. Welchen in deinem Mund legen würde. Das heißt, Yahweh nutzt uns als Mundstück. Can you give me Luke 168? I think it's Luke 168 where it says he spake by the mouth of his prophets. Verse 2. And cause them to be written in paper, for they are faithful and true. Bringen sie dazu niedergeschrieben zu werden, weil sie vertrauensvoll und wahr. Das heißt, das Wort von Yahweh steht und mit 100% zustande kommt. Can you give me Titus 1 and 2? Fear not the imaginations against thee. Let not the incredulity of them trouble thee that speak against thee. Weil wir kommen in Zeiten, wo die Ungläubigen, die zwei Drittel und die andere Nation gegen uns sein werden und es manifestieren werden. Wo die gegen uns sein werden. Das heißt, sie sollen nicht Unglauben von den Fürchten. Yeah, can I say something? Because the word incredulity means disbelief. So don't let that disbelief from other people, don't let it trouble you, man. You know, like the book of Romans chapter 3 verse 3 says, show that disbelief dummies bad, right? The book of Romans, chapter 3, verse 3. For what is some did not believe? Shall the unbelief make the faith of God without effect? The Most High forbid. Yeah, man. So that's the incredulity. Even though people don't believe, that doesn't mean that it's not gonna happen, man. The prophecies of the Most High are gonna come to pass, regardless if people believe or don't believe. You see? That's right. So that's what it says here. The incredulity. Let me read it again. Second Ezra chapter 50 verse 3. Fear not the imaginations against thee. Let not the incredulity of them trouble thee that speak against thee. Das heißt, lass nicht die Vorstellung von Ungläubigen gegen dich sprechen. Lass sie nicht anhaben. Wie der Brother eben schon gesagt hat in Englisch. Wie es gesagt hat in Römer 3 und 3. Der Unglaube interessiert nicht. Es zählt nur der Glaube in Yahweh Ba'ashem Yahushai. Verse 4. For all the unfaithful shall die in their unfaithfulness. Das heißt, all die Ungläubigen, die nicht in Yahweh Ba'ashem Yahushai glauben, werden sterben. Weil jetzt in der Zeit haben sie noch Komfort. Jetzt ist die Zeit, wo sie noch leben können, einkaufen gehen können, die normalen Standard haben können. Aber in der Zeit kommt Jacob's Trouble, wie eine Zeit niemals zuvor. Und da wird der Glauben alles sein, was zählt. You got it? Luke chapter 1 verse 70. As he spake by the mouth of his holy prophets. Das heißt, Yahweh Ba'ashem Yahushai sprach durch die Propheten. Deswegen hat Esther gesagt, deswegen hat Yahweh Ba'ashem Yahushai zu Esther, sprechen die Ohren von meinen Leuten. Weil er ausgesandt wurde zu prophezeien, wie wir jetzt in den letzten Tagen genauso sind. As he spake by the mouth of his holy prophets, which have been since the world began. Welche vor Anfang an, seitdem die Welt begangen hat, da war. Das heißt schon von der Zeit von Noah waren Prophets da. That we should be saved from. Dass wir gerettet werden von our enemies. Von unseren Feinden. And from the hand of all that hate us. Und von allen, die uns hassen. Und das ist das Ding. To perform the mercy promised to our fathers and to remember his holy covenant. Um das heilige Abkommen zu erfüllen. The oath which he had swear to our fathers. Den Schwur, den Yahweh Ba'ashem Yahushai zu den Vätern geschworen hat. Father Abraham. Jetzt unser Vater Abraham. 74. That he would grant unto us that we being delivered out of the hand of our enemies. Dass er uns verspricht, so ungefähr, dass wir aus den Hand von den Feinden befreit werden. Might serve him without fear. Mein Diener ohne Fear, weil wir sind der Diener von Yahweh Ba'ashem Yahushai. Wir sind Diener seiner Propheten. Son of Angst. Yeah, we got the type. I have the scripture. Titus 1. What do you want? Verse 10? Verse 2, I want. Titus
Yeah. He wanted to. The most I cannot lie, so lucky. Okay. Titus 1 and 2. In hope of eternal life, which Yahweh that cannot lie promised before the world began, but had in due times manifested his word through preaching, which is committed unto me according to the commandment of Yahweh, of our Savior. Ja, Jung? Ja, das war so andersrum. Das heißt, unser himmlischer Vater kann nicht lügen. Das heißt, das ganze Wort von ihm wird zustande kommen, zu 100%. This is Jeremiah chapter 28, verse 8. The prophets that have been before me and before thee, Die Propheten, die vor uns waren, vor mir und vor Jeremiah waren vor uns, of old prophesied both against many countries die haben gegen viele Länder prophezeit, and against great kingdoms, gegen größere Königreich, wie wir es tun. Weil wir prophezeien den Untergang von diesem Königreich und den Anfang von unser Königreich. Can you give me 6:9? of war, Von Krieg, of evil, vom Bösen and of pestilence. und von Seuchen. Und das ist das Ding. Wir prophezeien die Sachen von Yahweh Bashem Yahushua, weil der Spirit mit uns arbeitet. 2 Corinthians 6. 6:9. Und das ist das Ding. Das heißt, wir prophezeien den Untergang von diesem Königreich, genau wie Jeremiah es gemacht hat, genauso wie die Propheten vor uns es gemacht haben. 2 Corinthians 6 and 9. For Esau is the end of the world, and Jacob is the beginning of it that followed. Weil Esau ist das Ende der Welt. Esau ist das Ende von diesem Königreich. Er herrscht gerade und wird der Untergang von diesem Königreich sein. Und dann wird Jacob anfangen. Weil so wie das Königreich fällt von Esau, so fängt unser Königreich an. Und das ist das Ding. Give me... Precept. Joel chapter 3, verse 9. Proclaim ye this among the Gentiles. Proklamiert das unter den Heiden. Prepare war. Bereitet euch auf Krieg vor, wie die ganze Nation es gerade tun. Wake up the mighty men, Erwacht, also weckt eure mächtigen Männer. that all the men of war draw near. Lasst all eure Kriegsmänner nachkommen. Das heißt, macht euch kriegsbereit. Let them come up. Lasst sie vorkommen. Beat your plowshares into swords, and your pruning hooks into spears. Let the weak say, I am strong. Das passiert gerade. Die ganze Nation, die ganz schwachen Nationen, die als nicht angesehen wurden in 4 Ecken der Welt, sagen, sie sind stark, haben nukleare Capability, sie haben nukleare Sprengköpfe, genauso wie Amerika, genauso wie Deutschland. Amerika bunkert sogar nukleare Sprengköpfe in 4 Ecken der Welt, wie hier in Deutschland. Und das ist das Ding. Und Plowshare into Spears und so weiter und so fort bedeutet die landwirtschaftliche Arbeit, sozusagen das Geld in Waffen zu investieren, anstatt in die Landwirtschaft. Assemble yourselves and come, all ye heathen, Kommt zusammen, versammelt euch und kommt alle ihr Heiden, andere Nationen, and gather yourselves together round about. bringt euch alle zusammen um uns herum. Thither cause thy mighty ones to come down, O Yahweh. Ja. Und du, Yahweh Bashem Yahushua, bring deine Mächtigen runter. Let the heathen be wakened, Lass die Heiden erwacht sein and come up to the valley of Jehoshaphat. und lass sie zu der Tal von Jehoshaphat kommen, was bedeutet Yahweh's Judgement. Das ist im Mittleren Osten. Yahweh Bashem Yahushua wird da die Nation richten. Wo die ganzen Nationen zusammenkommen, wie gesagt, zur Zeit 1. Kapitel, 13. Kapitel, die ganze Multitude wird destroyed. Die ganze militärische Macht von dieser Welt wird da destroyed. For there will I sit to judge all the heathen round about. Weil da werde ich sitzen, alle Nationen zu richten. Das heißt, Yahweh Bashem Yahushua wird Judgement bringen. Can you give me, you got a precept? Yeah. Okay, then just finish it and give me the precept. Yeah, that was finished. What was it? Yeah, can you give me the precept? Hosea chapter 12, verse 10. I have also spoken by the prophets, Ich habe auch and I have just translating this one. Hat auch durch die Propheten gesprochen, and I have multiplied visions, and used similitudes by the mystery of by the ministry of the prophets. Some to that examples. Yeah. Yeah. Das heißt, er hat Beispiele gebracht durch die Propheten. Okay? Was ist das? I don't know. Okay. Can you give me, I was thinking about 2 Ezra 13 chapter. Are you going to precept? Matthew 24. Yeah, Matthew 24. Give this real quick. Isaiah chapter 34, verse 1, titled The Judgment on the Nations. Come near, ye nations, to hear and hearken, ye people. Das heißt, kommt nahe, ihr Nation, und hört zu, ihr andere Nationen, ihr anderen Leute. Let the earth hear, Lass die Erde hören and all that is therein, und alle, die da drinnen sind. the world and all things that come forth of it. Und die Welt und alle Sachen, die da rauskommen. Das heißt, dieses Wort, can you give me Matthew 24:14 real quick? Yeah, give me this real quick. Matthew chapter 24, verse 14. And this gospel of the kingdom Diese gute Nachricht vom Königreich, was für die Israeliten gute Nachricht ist, shall be preached in all the world for a witness unto all soll nations. geprägt werden in der ganzen Welt, für ein Zeugnis für alle Nationen.
And then shall the end come. Und dann soll das Ende kommen. Das passiert gerade. Und deswegen sagt Yahweh Hashem Yahushai, kommt alle zusammen, weil wir waren die Leute von der kommenden Zerstörung, von der kommenden Judgement von Yahweh Hashem Yahushai. Verse 2, 34 and 2, Isaiah. For the indignation of the Lord is upon all nations. Weil der gerechte Hass von Yahweh Hashem Yahushai ist auf allen Nationen. Warum? Weil sie uns gequält haben, wenn sie es genauso zurückbekommen. Aha. And his fury upon all their armies. Und seine Wut auf all ihren Armeen. He had utterly destroyed them. He had delivered them to the slaughter. Er hat sie ausgebracht zur Schlachtung. Und das ist das Ding, das wird Yahweh Hashem Yahushai tun. Their slain also shall be cast out, Ja, und die Töteten sollen rausgebracht werden. and their stink shall come up out of their carcasses. Ja, und der Gestank soll aus ihren Kadavern kommen, von den toten Körpern. And the mountains shall be melted with their blood. Und die Berge sollen schmelzen mit dem Blut. Das heißt, die ganzen Regierungen werden aus der Macht genommen. Okay? Das heißt, diese Toten werden so viele sein, dass der Gestank hochkommen wird. And all the hosts of heaven shall be dissolved, and the heavens shall be rolled together as a scroll. Ja, das heißt, it's talking about the ICBM missiles. Yeah. Der ICBM missiles, die ICBM missiles, die nuklearen Sprengköpfe werden sozusagen die Welt treffen, Amerika treffen und es wird zusammenrollen. In row. Das heißt, the mushroom. How can I spell it in English? German. Basically, it's talking about the mushroom cloud. Yeah, Nuclear. Ja, genau. Ja, KKK. Das heißt, die nuklearen Sprengköpfe werden hitten und es wird ein Mushroom Cloud geben. Und das ist diese Row. Right, so it says, and all their hosts shall fall down, Und die ganze Armee von dieser runterfallen. Das heißt, die ganze Armee von Israel wird zerstört. as the leaf falleth Ja. So wie dieses Blatt fällt off the vine. von dem Zweig. Und das ist das Ding. Das heißt, so wie der Zweig sag ich mal, im Winter von dem Baum fällt, so wird Israels Armee fallen. Okay? And as a falling fig from the fig tree. Wie eine gefallene Feige vom Feigenbaum. Aha. For my sword shall be bathed in heaven. Weil really? For my sword shall be bathed, or bathed, Ja. bathed in heaven. Und mein Schwert soll gebadet sein im Himmel. It says, behold, it shall come down upon Idumea, Sieht es runterkommen auf Idumea, was Edom ist, die Edomites. Aha. and upon all the people of my curse. Auf alle Leute, die von meinem Wait, Fluch let me read it again. And upon the people of my curse, the judgment. und auf meine Leute, auf die Leute von meinem Fluch für Gericht. Das heißt, die anderen Nationen werden gerichtet. Das ist die Kraft von Yahweh Hashem Yahushai. Ja. Verse 6. The sword of the Lord is filled with blood. Und das Schwert, give me Isaiah 66 and where it says, the train of the Lord shall be many. 66. Das heißt, das Schwert von Yahweh Hashem Yahushai mit Blut gefüllt sein. Warum wir zurückkommen mit Judgement? Can you give me Revelation 19? Yeah, come. The original preacher said, give me after Revelation 19 and Psalm 11. Zechariah 14 and 12. And this shall be the plague wherewith the Lord will smite all the people that have fought against Jerusalem. Their flesh shall consume away while they stand upon their feet. Das ist die Plage, die Yahweh Hashem Yahushai auf alle bringen wird, die gegen Jerusalem gekämpft haben. Das heißt, das ist die Plage, die er bringen wird. Das Fleisch wird auch weggehen und vergehen, während sie auf den Füßen stehen. And their eyes shall consume away in their holes, and their tongue shall consume away in their mouth. Und ihre Augen sollen in ihren Höhlen vergehen, während sie stehen und ihre Zunge in den Mund. Das heißt, die nukleare Zerstörung, die hinten wird, geben wir keine Form, aber geschafft. Die nukleare Zerstörung, die auf die Erde hicken wird, wird das ganze Fleisch einfach wegdecayen. Es wird einfach weg sein. Es wird nicht mehr da sein. Sie werden auf ihren Füßen stehen und euer Fleisch wird einfach vergehen. Malachi 4, verse 1. For behold, the day cometh Seht der Tag gekommen, that shall burn as an oven, der wie ein Ofen brennen soll. Das repräsentiert die ICBM Missiles, wenn sie auf die Welt herabregnen werden. and all the proud, All die Hochmütigen, yea, and all that do wickedly shall be stubble. all die Boshaftes tun, werden Stimme sein. And the day that cometh shall burn them up, saith the Lord of hosts. Und der Tag, der kommt, soll sie alle wegbrennen, sagt der Herr von Armeen, Yahweh Hashem Yahushai. That it shall leave them neither root nor branch. Dass sie weder Zweig noch Wurzel übrig lassen soll. Das heißt, sie werden destroyed. Can somebody give me Amos 9 and 10 quick? Was that at 8? Don't hit them. Yeah, no. Amos chapter 9, verse 10. Can start at 8. I think where it says, Amos chapter 9, where it says, eyes on the seat of the kingdom. 9 and 8, I think. behold, the eyes of the Lord are upon Zion. Amos chapter 9, verse 8. Behold, the eyes of the Lord, Yahweh,
are upon the sinful kingdoms, Das heißt, die Augen von Yahweh Shemiyosh sind auf dem sinnvollen Königreich, welches Amerika ist, Babylon. Aha. and I will destroy it from the face of the Und earth. er wird es zerstören von der Gesicht von der Erde. Warum? Die Missiles, die ICBM Missiles werden, der Lake of Fire wird in Amerika sein. Das spürt die Kraft von Yahweh Shemiyosh. Saving that I will not utterly destroy the house of Jacob, Aber er wird das ganze Haus von Jakob zerstören. Aha. said the Lord. Sagt der Herr. For lo, I will command, and I will sift the house of Israel among all nations. Das heißt, Yahweh Shemiyosh wird befehlen, die Engel, can you give me Matthew 24 and I think is 31, where it says he's going to sift the select from all nations, for the folk of the earth. Das heißt, Yahweh Shemiyosh wird seine Elekt von den Vierecken der Welt siegen. Aha. Like as corn is sifted in a sieve, Das heißt, wie Korn gesiebt ist in einem Sieb. Das heißt, Yahweh Shemiyosh wird sozusagen die Elekt von den Heiden trennen. Aha. yet shall not the least grain fall upon the earth. Jetzt noch nicht das letzte Korn auf dem Boden fallen. Das heißt, die Elekt werden delivered, wie sagt 1. Thessaloniker 4, 15 bis 17. Aha. All the sinners of my people shall die by the sword, All die Sündiger, die von meinen Leuten sollen durch das Schwert sterben. Das heißt, 2 Drittel von unseren eigenen Leuten werden durch das Schwert sterben. Welche ICBM Missiles sind. Aha. which say, Welche sagen, the evil shall not overtake nor prevent us. das Böse uns nicht antun, weder uns überkommen, weder uns was antun. Das heißt, sagen, ey, ich kann leben, wie ich will, und es wird nichts passieren. Can you give me Ecclesiastes? Can you give me I have Ecclesiastes? Isaiah also. Yes, What is this? can I finish this? Then give me Ecclesiastes 8 and 11. I'm already in. Isaiah 30. Ecclesiastes 8 verse 11. Because sentence against evil work is not executed speedily, Das heißt, weil das Gericht sozusagen für böse Arbeit nicht schnell ausgeführt wird, therefore the heart of the sons of men is fully set in them to do evil. das heißt, deswegen ist der Verstand von den Leuten gefüllt, Böses zu tun. Und das ist, warum unsere Leute sagen, ey, ich kann tun das, was ich will. Weil sie das Judgement von Yahweh wahrscheinlich nicht verstehen. Weil sie denken, Gott ist alles Liebe, ist er aber nicht. Er bringt Judgement auf die Welt. Wie wir gelesen haben, Isaiah 30 und 18, er ist die Kraft von Judgement. Okay? You want Isaiah 30 and 18? 30 and yeah. 18 where it This says, is Isaiah 30 verse 18. Get where it that. says he's the power of judgment. And therefore will the Lord wait that he may be gracious unto you, and therefore will he be exalted, that he may have mercy upon you. Das heißt, Yahweh wahrscheinlich wird Gnade auf uns haben. Aha. For the Lord is the power of judgment. Weil Yahweh wahrscheinlich ist die Kraft des Judgment. Das heißt, er tut und er bringt zu leben. Er tut Gut und Böse in der Welt. Er tut alles. Aha. Blessed are all they that wait for him. Gesegnet sind alle, die auf ihn warten. Deswegen warten wir geduldig auf Yahweh wahrscheinlich Yahweh Shai. Wir sind in dieser Captivity. Wir gehen durch Scheiße Tag in Tag aus. Wir sind Tag in Tag aus gequält. In Qual. Aber trotzdem warten wir auf Yahweh wahrscheinlich Shai. Weil wir könnten uns auf Isa rächen. Aber Yahweh wahrscheinlich Shai hat gesagt, ey, der sich selber rächt, wir tragen von Yahweh wahrscheinlich Shai für mich. Dann, but you had a person? Rest of Isaiah chapter 34 verse 6. The sword of the Lord is filled with blood. It is made fat with fatness. Das heißt, Yahweh wahrscheinlich Shai ist Schwert ist gefüllt mit Blut und ist fett gemacht mit Fett. Aha. And with the blood of lambs and goats. Mit dem Blut von Lamm und mit Ziegen. Aha. With the fat of the kidney of rams. Mit dem Fett von den Kidney, von der Leber. Leber, ja? Leber. No, not lever. Na, Kidney? Kidney, Niere, the water. Niere von den Lämmer, the water, man. Yeah. We came straight out. Okay. We came straight out of Holland, corrected. But anyway, the Lord had a sacrifice in Basra and a great slaughter in the land of Idumea. Das heißt, er bringt sein Opfer in Bosra, was Edom ist, und in Idumea, was Edom ist. Das heißt, Yahweh Shai wird Edom schlachten. Straight up. Come. You have the preach of Isaiah? Yeah, man, I have Isaiah 63. Isaiah chapter 66, verse 15. For behold, Seht, the Lord will come with fire, der Herr wird in Feuer kommen and with his chariots like a whirlwind. und mit seinen Chariots, mit den Streitwagen wie ein Wirbelsturm. Okay, mit den UFOs. Yahweh Shai wird zurückkommen mit den UFOs und Judgment bringen. Aha. To render his anger with fury, Seine Wut rauszubringen mit Force, Force. Aha. and his rebuke with flames of fire. Und sein Rebuke, sozusagen seine Verweisung mit feurigen Flammen. Bekannt. For by fire and by his sword will the Lord plead with all flesh. Weil mit dem Feuer und dem Schwert, mit der Heer, alle Leute judgen. Weil wenn das Wort plead geht, bedeutet Shapat. Es
bedeutet judgen. Das heißt, Yahweh Hashem Yahushua wird die ganze Welt judgen. Aha. And the slain of the Lord shall be many. Und die Geschlachten vom Herrn sollen viele sein. Das heißt, es wird nicht wie die Leute, wie die sogenannten Christen sagen, ey ja, die Jeezy-Krise kommt zurück auf Wolken mit nackten Frauen und wird allen Erlösung geben. Nein, Yahweh Hashem Yahushua kommt zurück mit Judgement und wird die 2 Drittel von so Leuten zerstören. Angels. Yeah, baby angels, naked woman and shit, man. Some bullshit, man. Come on, Baba Shah, bring it up. This is Matthew 10, verse 34. Yeah. Think not that I'm come to send peace on earth. Das heißt, Yahushua hat gesagt, er denkt nicht, dass er kommt, um Frieden auf die Erde zu senden. I came not to send peace, Ich kam nicht, um Frieden zu senden, but a sword. aber ein Schwert. Das heißt, Yahushua kam mit dem Schwert. And you got the Revelation 19 too? This is But you got a Revelation. picture before that? What? That's okay. Yeah, I had the Psalms. Yeah, bring it up. Bring it up. Psalms 21, verse. Let me start at 8. Thine hand shall find out all thine enemies. Das heißt, deine Hand wird all deine Feinde finden. Aha. Thy right hand shall find out those that hate thee. Deine rechte Hand soll die finden, die dich hassen. Aha. Thou shalt make them a fiery oven Du wirst einen feurigen Ofen machen in the time of thine anger. in deiner Zeit von deiner Wut. The Lord Yahweh shall swallow them up in his wrath, Yahweh Hashem Yahushua soll sie seine Wut auffressen and the fire shall devour them. und das Feuer soll sie auffressen. Beautiful. Their fruit shalt thou destroy from the earth. Ihre Frucht sollst du von der Erde zerstören. Das heißt, alles, was sie aufgebaut haben, all ihre Früchte, die sie getragen haben, all ihre Arbeit wird zerstört. Aha. And their seed from among the children of men. Und ihre Sitze von den Kindern von den Menschen. Das heißt, sie werden aus der Ruhe genommen. Beautiful. For they intended evil against thee, Weil sie haben boshafte Gedanken gegen dich gehabt. Was haben wir gelesen davor? Second 15 4. 15 3. Fear not the magic against you. and also about the new world order, man. Yeah. About these devils. Klar, you das ist know? neue Weltordnung. Das ist das Ding. Das heißt, Yahweh Hashem Yahushua, wie er sagt in Job 20, Job 20, what was it? And Yeah, and 5. Yeah. Das heißt, wenn er kurz vor seinem Füllen von seinem Bauch ist, wird er aus der Macht Oh, no, genommen. that's, 23. Yeah, 23. Yeah. So they imagined a mischievous device which they are not able to perform. Ja, und sie denken über einen boshaften Plan nach, den es wo es nicht wirklich möglich sein wird, den zu erfüllen. Das heißt, kurz bevor sie dabei sind, die neue Welt zu implementieren, werden sie aus der Macht genommen. Das ist die Kraft von Yahweh Hashem Yahushua. Go on. I have one more for you, man. Ja, klar. Right. This is Job 14, verse 5. Das war sie. Seeing his days are determined, Seht, die Tage sind sozusagen bestimmt von ihm. Von the numbers of his months are with thee. Ja. Thou hast appointed his bounds that he cannot pass. Das heißt, Yahweh Hashem Yahushua hat den Grenzen, die er nicht übergehen kann. Das heißt, Yahweh Hashem Yahushua lässt Esau Erfolg haben bis zu dem Punkt, aber will nicht darüber hinausgehen. Warum? Weil Yahweh Hashem Yahushua, give me Proverbs 21:1, Baba Shah. Somebody. Go on. Good? That's okay. This is You have it? You have it? You there? Yeah, I'm almost there. Yeah. Yeah, Oh, then man. grab that. Let me read this, man. Oh, you already there? Yeah, read it. Proverbs chapter 21, verse 1. The king's heart is in the hand of the Lord, König sein Verstand ist in der Hand von Yahweh Hashem Yahushua. as the rivers of water. Wie He die, turneth, wie die Flüsse vom Wasser. he turneth it whithersoever he will. Und dreht sie, wo auch immer hin will. Das heißt, Yahweh Hashem Yahushua kontrolliert die Könige. Er sagt, Esau bis hier und nicht weiter. Und das wird mit Esau passieren. Das heißt, Esau wird seine neue Welt bis zu einem Punkt haben, aber Yahweh Hashem Yahushua hat uns schon die Sieg deklariert, wie es sagt in Isaiah, 1. Korinther 15:57. Wir haben schon den Sieg durch Yahweh Shai. Und das ist das Ding. You got a precept? I have one more, yeah, to finish it for the NWO, man. This is Job 5, verse 12. Can you give me Job 20? I think it's 20:23 then. Yeah. This is Job 5 and 12. He disappointed the devices of the crafty, Das heißt, Yahweh Hashem Yahushua enttäuscht den Verstand von den Boshaften, so that their hands cannot perform their enterprise. sodass sie nicht ihren Enterprise, ihr Königreich, plan, Masterplan. ihr Meisterplan erfüllen können. Yeah, the Und das ist das NWO. Ding. Das heißt, die neue Weltordnung wird nicht zustande kommen. Esau pusht alles gerade dafür, es sieht so aus. Aber kurz davor wird Yahweh Hashem Yahushua einfach aus der Herrschaft kicken, straight up. Precept. Go. This is Revelation chapter 12, verse 12. Therefore rejoice, ye heavens, Freut euch der Himmel and ye that dwell in them. und ihr, die verweilt,
Woe to the inhabitants of the earth and of the sea. Zerstörung zu den Bewohnern von der Erde, vom See, von der Welt. Aha. For the devil has come down unto you. Weil der Teufel, Iso-Idem, das physikale Gegenstück von Satan, Iso-Idem, kommt runter auf euch, having great wrath, hat eine großartige Wut, because he knoweth that he had but a short weil time. weiß, dass er wenig Zeit hat. Isop weiß, dass er wenig Zeit hat. Isop weiß, dass eine neue Welt zustande kommt. Okay? That's why he's so happy with this COVID-19 now, man. Yeah. Because he uses the COVID-19 platform to push all his other things, man. Yeah. He uses it. He has set the stage right now. You know that he uses to bring in martial law, to bring in the RFID chip. You know, to bring in all kind of devices that he already has planned. Because why? He knows that he had but a short time. Mandatory vaccinations. Mandatory vaccinations, all these things, man. The pestilences push it even more. You know, making the people their immune system low. Because when you walk here in the city, man, you see all these people being nervous with the mouth cap. Some do it because they know that if they don't do it, they get in trouble. But some do it out of fear. Yeah, but here in the streets, you don't have to wear it. Yeah, but people still do it. Of course, because of fear, like you said, something. And then when they enter in and out the stores, they disinfect their hands constantly. All those things is dropping down your immune system, man. That's right. You know, breathing in certain toxins, breathing, also, but breathing in toxins, you know, boost your immune system, man. It's fucked up, but it is true. Yeah. Like if a man from the ancient times, from Israel, would come in this society, he would get sick instantly, man. Coughing the whole time of this polluted air. That's why when these devils came to the Native Americans, what happened, man? The Native Americans got sick. The Native Americans got sick instantly, man. So good. You know? Because these devils brought all their diseases to that land. Because they was kind of immune against. Yeah. And look at the land now. The land of America is completely polluted, man. You know, because the devil ruled it and it's in rulership. So the Most High is not going to tolerate that any longer, man. But these people, the thing is, these people, they don't see it. So they have to be told. So what does the Most High do? He sends out his servants, the prophets, to tell the people that war is going to come. Evil is going to come upon this earth. They already set the platform. It's going to get even worse and worse, man. You know, you got economists that speak about this, that the system is not going to return back to normal, man. You know? And also when you think about, because like I read this article, I think 2 days ago, the head of the politicians in Germany, of the German Bundestag, basically all the politicians come together and discuss. He said himself, man, openly in the news channel, he said like, hey, now's the time we can change shit. Now finally, because the fighting against our laws and so on and so forth goes down, because the people fear. Yeah. And that's the thing, man. Because they push the fear upon you, that because then you're gonna obey. Exactly. And that's the thing, man. Yeah, man. Because what happens? What do shepherds do? Yeah. Shepherds send out dogs. You know, you have certain dogs. Even you have the German Shepherd. The reason that he's called German Shepherd is because he leads the sheep in the barn, man. But how do these dogs control the sheep? By fear. They run up into him and terrify them and lead them into a certain direction. So this society is doing the same thing with the people. They cause fear in the hearts of the people, and then they can control them and lead them into a certain direction, man. I have a precept for you, man. This is Proverbs 15, verse what is it, man? Verse 14. Salakia, man. Proverbs. Is that a scripture about the fear, man? Yeah. Should I read it real quick? Yeah, read it, man. It's Revelation chapter. Oh, I have it. Then read it. This is Proverbs, because I have everything marked except that one. then it's like it's not there. Yeah, then I'm crazy. Like when you don't have it marked, it's like the scripture is not there. Right, because you don't focus on it. Yeah. This is Proverbs 15, verse 13. A merry heart maketh a cheerful countenance, but by sorrow of the heart the spirit is broken. So, like the brother was saying, these devils, they push out fear, because why? If you look up fear, the spirit is broken because of the fear that they are spreading. They make you depressed, and depression, it can kill you, man. It can give you heart attacks, you know. And if your spirit is broken, your mind, what do elderly people always have? When one passes away, the other one dies as well. Right after it, same thing in the animal kingdom, man. And if one bird dies, often the other bird dies as well, man, because the spirit is broken of sorrow. So that's why these people also
also they push out you know, this stress, so that you know that they are about to you know, depopulate the people, you know, severely, man. They're already busy with vaccinations, chemtrails, you know, you poison your food, they poison everything, man. Right. So with the fear on top of that, hey man, they are destroying the minds of the people, man. right, so man. that they will look at the idiot box and they will go wherever they tell you to go. You know? That's right. And on top of that, they've been stressed out. The suicide rates went off the charts, man. Because of this corona, man. Young people, 18 years old, a female killing herself. Other people depressed, not willing to go outside because they're scared. Grown people don't even have the guts to step out in their own backyard. That's crazy. That's the fear that this devil is using to the media, which is named after some devil, which was worshipped as the goddess of confusion, man, of illusion.